Ich habe mir allein ein Haus ohne Wasser- und Stromanschluss mitten im Wald gekauft. Also nicht dieses hier, das ist ein Vogelhaus, sondern das hinter mir. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was soll das? Was soll das werden? Wie kam ich dazu? All diese Fragen versuche ich heute zu beantworten. Parallel nehme ich dich so ein bisschen mit durch den Tag, damit man so ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie das hier so ist, was meine Aufgaben sind, was ich hier so mache. Und die erste Frage ist, wie kam ich überhaupt zu dem Haus? Und ich sitze hier vorm Ofen, weil ich hier darauf warte, dass dieses Wachs ein bisschen geschmeidiger wird, weil ich gerade hier Rohlinge wachse. Das sind Ebenholz-Rohlinge, weil ich handgemachte Ohrringe verkaufe aus Holz. Deswegen werde ich jetzt hier nebenbei ein bisschen ölen. Wie kam ich überhaupt zu diesem Haus? Und die Geschichte, wie ich jetzt hierzu kam, ist sehr individuell. Ich werde später auch noch die Frage beantworten, was ich denn generell für Tipps geben würde, wenn man so ein Haus sucht. Da komme ich später nochmal zu. Weil so wie ich da dran gekommen bin, ist schon eher ungewöhnlich. Ich war letztes Jahr schon mal auf Haussuche gewesen und habe das dann aber so ein bisschen eingestellt. Auf die Gründe werde ich auch später im Video nochmal eingehen. Ich kenne persönlich die Vorbesitzer dieses Hauses, das ich nun gekauft habe. Also nicht so richtig. Wir haben uns vielleicht 3-mal gesehen oder standen so 3-mal im Kontakt. Dann war ich im Januar hier in Deutschland auf Familienbesuch und dann kam auf einmal der Anruf vom Mann und hat sich nach einem Treffen erkundigt. Bei dem Treffen hat sich dann, haben die beiden dann so ein bisschen vorsichtig halt so gesagt, so, ne, sie wollen das halt perspektivisch verkaufen, wenn sich die richtige Person findet. Also der Mann hat das auch selber gebaut, hier mit einem Maurer noch zusammen, also da hängt ganz viel Herzblut einfach dran. Und ja, sie haben sich einfach gewünscht, dass es in gute Hände gibt und sie meinen auch, ja, sie wollen das jetzt auch nicht schnell verkaufen, sondern einfach, es soll in gute Hände kommen. Und ich war dann halt so, ich würde es kaufen. Und für mich war ja aber auch, wie gesagt, die Haussuche gerade nicht so akut. Also für mich war es schon auch so, okay, ich würde es perspektivisch kaufen. Aber wäre für mich auch noch okay gewesen in einem halben Jahr. So. Und dann, weil es von ihrer Seite auch eher so klang wie perspektivisch. Und nachdem ich das gesagt habe, kam von den beiden dann ganz schnell, ja, dann machen wir es jetzt. Und ich war so, wie jetzt? Dann verkaufen wir das jetzt. Von diesem ersten Treffen bis dann zum schlussendlichen, wo mir das auf dem Papier gehört hat, hat es, glaube ich, 1,5, 2 Monate gedauert. Also trotzdem ziemlich schnell, würde ich sagen. Ja, vor ungefähr 3 oder 4 Jahren habe ich bereits ein Haus im Wald gekauft. Damals mit meinem Freund, mit Jascha zusammen. Da gibt es auch Videos hier auf dem Kanal dazu. Das war auch ein kleines Haus im Wald, das auch autark war. Also eigentlich ähnlich wie hier, nur der Zustand war wirklich erheblich schlechter. Das stand nämlich 10 Jahre leer. Und ja, wir haben uns dann als Paar schon länger her getrennt und haben das Projekt aber halt einfach weiter zusammen gemacht, weil wir irgendwie einfach Freude auch an der Renovierung hatten und ja auch beide das Haus irgendwie gerne haben, so, und jetzt auch da nicht so ein Problem damit hatten. Trotzdem war halt natürlich klar, perspektivisch gesehen, können wir jetzt nicht beide für immer das Haus behalten. So, es war schon klar, dass einer irgendwann gehen muss. Und ja, ich habe mich dann dazu entschieden, halt, dass ich das bin. Was halt überhaupt gar keine leichte Entscheidung war. Natürlich wären wir beide gerne im Tiny House geblieben. Ich habe auch einige Nachrichten empfangen von Leuten, die extrem unverständlich waren, warum ich denn das Tiny House weggegeben habe. Ja, natürlich war das nicht freiwillig. Im Optimalfall hätten wir das natürlich gerne beide behalten und ich hätte mir jetzt sonst auch kein anderes Haus gesucht, hätte ich das auch behalten können. Aber wie gesagt, das können halt nicht beide behalten. Deswegen bin ich jetzt hier. Bevor ich jetzt auf die Frage eingehe, wie man sowas findet, bin ich jetzt erstmal hier im Keller, weil ich nämlich nochmal zeigen möchte, was denn überhaupt autarkes Haus bedeutet. Also damit man auch so ein bisschen versteht, um was es hier überhaupt geht. Autark bedeutet, dass ich weder an Wasser noch an Strom angeschlossen bin. Ich habe eine Kläranlage hier auf dem Grundstück, das heißt, ich kläre mein Wasser selber. Bewegungsmelder. Hallo. Genau, und Strom habe ich hier, habe ich eine Solaranlage auf dem Dach und Wasser habe ich hier einen Kanister und da pumpe ich mir vom Brunnen was her. Und das werde ich jetzt auch machen. Ich habe mir hier so eine Zeichnung gemacht, wie das nochmal funktioniert hat. Aber naja, also mal gucken, ob ich das jetzt hinbekomme. Also das hier ist das Kabel, das vom Brunnen kommt. Das bedeutet, ich muss alles andere mache ich zu
genau, nee, stimmt. Ja, das muss ich ja aufmachen dann. Okay. Okay, und hier kommt jetzt mein Schlauch dran, den ich jetzt auch aufmache. Ist das richtig? Bisschen Wasser ist noch drin. Dazu muss ich die Pumpe an den Strom anschließen. Und hier die entsprechenden Hähne, also der zu, der auch zu. Ne, der ist ja jetzt offen. So ist zu, oder? Zu, der offen und der offen. Damit das hier runter, das und das zu. Okay. Jetzt runterrennen und gucken. Oh, oh je, was geht hier? Nein, so soll das nicht. Mist, war nicht richtig drauf. Der Wassertank füllt sich. Das dauert jetzt bestimmt 10 Minuten, denke ich, bis der voll ist. Ich bin aber trotzdem sehr zufrieden, dass das so gut klappt. Trotzdem weiß ich jetzt schon, dass ich wahrscheinlich zum Beispiel im August hier gar kein Wasser haben werde. Also im Hochsommer wird der Brunnen trocken sein. Ebenso im Winter kann ich aktuell nicht pumpen, wenn es friert, weil ein Teil der Wasserleitung nicht tief genug verbuddelt wurde. Könnte ich noch umändern. Genau. Also, ja, ich habe hier leider nicht das ganze Jahr Wasser. Lösung dafür ist halt dann, das Wasser mit Kanistern herzufahren. Das habe ich jetzt auch schon gemacht, als es halt noch kälter war. Geht schon, ist natürlich nervig. Der Wechselrichter, der ist jetzt gerade ziemlich laut, weil der jetzt natürlich arbeitet. Und das ist halt auch so eine Sache, dass ich halt auch nicht immer Strom hier habe. Also zum Beispiel auch jetzt das Hochpumpen kann halt jetzt bedeuten, heute ist ein bewölkter Tag, dass ich jetzt dafür heute Abend keinen Strom mehr haben werde. Deswegen das muss man auch immer so ein bisschen timen, dass man das am besten bei gutem Wetter macht, aber jetzt war es ja einfach leer so, deswegen habe ich es jetzt halt hochgepumpt. Was ich wirklich sehr vermisse, ist mein Garten am Tiny House und ich habe jetzt auf einer gewissen Weise einen Vorsprung mit dem neuen Haus, weil das neue Haus auf einem ganz anderen Sanierungsstand ist. Also beim Tiny House war ja die obere Etage, hatten wir noch nicht ausgebaut und hier ist ja schon alles ausgebaut. Also ich steige jetzt ein auf einem höheren Niveau, wenn man sagen kann, aber mein Garten, ich fange hier im Garten wieder von null an. Also, und das war halt am Tiny House so toll, irgendwie so im ersten Jahr hat man so ein Hochbeet gebaut und dann hatte man noch kein Gewächshaus. Das kam dann im zweiten Jahr dazu und so hat man sich hochgearbeitet. Jetzt fange ich wieder von null an. Ich habe schon ganz viel Holz für Hochbeete, das ist, was ich als nächstes machen werde. Aber ich muss endlich mal was vorziehen. Das ist total zu kurz gekommen, weil ich halt erstmal im Haus es mir gemütlich machen wollte. Und jetzt bin ich einen Monat zu spät dran für die Tomatenvorzucht. Ich mache es trotzdem noch, weil ich habe so eine Wärmematte für die Tomaten. Ich hoffe, ich schaffe es trotzdem noch. Ja, long story short. Okay, nächste Frage ist, wie man so ein Haus findet. Generell habe ich jetzt zweimal ja ein Haus im Wald gekauft und beides mal nicht übers Internet. Beim Tiny House war es ja auch so, da sind wir damals einfach halt so drauf gestoßen, haben gesehen, dass es leer steht seit 10 Jahren, haben den Besitzer ausfindig gemacht und konnten das so abkaufen. Und jetzt, wie gesagt, beim zweiten Mal weiß ich es halt über einen persönlichen Kontakt und ich glaube, dass dieses Internet, ich glaube, es ist schwierig, darüber so ein Haus zu finden. Also ich habe ja letztes Jahr auch übers Internet gesucht gehabt, so. Und ja, es hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Also ich hatte, glaube ich, so 5 Besichtigungen und halt, ich mache das ja auch alleine als Frau so. Und ich hatte gerade so eine Besichtigung, bei der ich halt auch überhaupt nicht ernst genommen wurde. Und das ja, war irgendwie witzig, weil der Typ mich im Nachhinein angefleht hat, dieses Haus zu kaufen, weil ich am Ende für ihn doch anscheinend die kompetenteste Bewerberin war. Aber am Anfang hat ihm das überhaupt nicht gefallen, dass das hier eine Frau machen will. Ja, sorry, ich habe es nicht gekauft, weil dein Haus hat mir nicht gefallen. So. Ich habe jetzt ein viel besseres Haus. Okay, egal. Ich habe ja vom letzten Jahr, ich hoffe, das geht noch, so Kokosquellerde. Das ist ja jetzt übelst der Shit, ne? Aber ich habe mich das letztes Jahr nicht getraut. Aber ich probiere es jetzt. Es muss einfach da rein. Und dann mit Wasser und dann passiert was, habe ich gehört. Also schauen wir mal, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Gut, also wenn ich jetzt eins suchen würde, ich habe gerade auch einen Freund, der aktiv ein Haus sucht und was der auch gemacht hat, ist halt einfach rumzufahren und zu schauen, welche Häuser stehen schon länger leer. So, ich weiß, es gibt Regionen in Deutschland, da gibt es eh nicht so viel Leerstand. Auch eine Frage, die halt natürlich sehr häufig kommt, wo ich bin.
Also Leute, ich werde jetzt hier nicht sagen, wo ich bin. Das sollte irgendwie klar sein. Man muss natürlich dahin, wo es nicht so dicht besiedelt ist. Dann muss man die Augen offen halten und halt wirklich auch rumfahren. Ich lasse es jetzt mal quellen und mache erstmal drinnen weiter, weil bisher, naja, sich das jetzt hier noch nicht so entwickelt, wie ich dachte. Zurück zu den Ohrringen. Die ich gestern schon gewachst habe, die kann ich jetzt schon weiterverarbeiten und quasi die Metallkomponenten dran machen. Die nächste Frage kam super oft, also wie viel das gekostet hat und wie ich das finanziert habe. Also erstens mal, ich werde jetzt hier nicht den Kaufpreis sagen. Also es gibt im Internet sehr viele Leute mit sehr viel Meinung und ich gebe, finde ich, schon sehr viel Preis, aber an gewissen Punkten, ja, will ich mich einfach auch ein bisschen davor schützen. Es gibt dann Leute, die sagen, es ist viel zu viel, es gibt Leute, die sagen, es gibt viel zu wenig. Im Endeffekt kommt es ja auch total darauf an, in welcher Region du dich befindest. Ich glaube, es bringt einfach nicht zu viel zu sagen, was es kostet. Das bringt mir nichts und eigentlich dir auch nicht. Jetzt habe ich hier meine wunderschönen Ohrringe. Ich glaube, zuletzt gab es weißes Ebenholz vor 2 Jahren im Shop. Es gab es richtig lange nicht im Shop, weil wir kein weißes Ebenholz ranbekommen haben. Und jetzt gibt es das wieder. Also schau gerne im Shop vorbei. Auch für Ostern. Man kann sowohl die Messer als auch die Ohrringe, ich glaube, noch bis Sonntagabend bestellen, damit die rechtzeitig da sind. Ja, das war jetzt hier total gut getimt. Damit die rechtzeitig zu Ostern da sind. Also es gibt hier diese wunderschönen Mondohrringe und die Tropfen. Also gibt wie immer alles in Gold und Silber. Ich wollte auf die Thematik eingehen, dass ich das hier halt alleine mache und ja, ob ich irgendwie Vorkenntnisse habe, jetzt hier das Haus zu renovieren oder ja, wie sich das anfühlt, das alleine zu machen. Ob ich Angst habe irgendwie alleine und so. Und besonders schmunzeln musste ich über einen Kommentar, der meinte, zum letzten Video, wo ich die Küche gebaut habe, der ging irgendwie so, ich kann nicht mal einen Nagel in die Wand hauen und die baut sich eine Küche. Deswegen dachte ich, ich beweise jetzt mal, dass ich selber keinen Nagel in die Wand hauen kann und trotzdem es geschafft habe, eine Küche zu bauen, indem ich jetzt hier mal endlich dieses Bild aufhänge. Ich habe letztens einen Druck geschenkt bekommen. Käthe Butcher. Ich kenne sie nicht, keine Ahnung, es war ein Geschenk, aber ein sehr schönes Bild. Bei mir ist es so, dass ich an sich jetzt halt keinerlei Ausbildung mit Holz erfahren habe oder so. Ich bin auf jeden Fall dankbar über die Tiny House Erfahrung, weil ich natürlich da jetzt irgendwie so ein bisschen die Hemmung verloren habe, auch halt generell so ein Projekt anzugehen. Wenn man sowas zu zweit macht, dann gibt man sich natürlich zu zweit irgendwie eine Sicherheit. Ja, wenn man sich absprechen kann, man kann sich unterstützen und dann auch natürlich finanziell kann man sich natürlich auch die Kosten teilen und so. Aber wenn man sich halt trennt, also wie das jetzt ja auch mir passiert ist, dann kann es halt auch sein, dass du wieder irgendwie von vorne anfangen musst. Wenn man was zu zweit macht, dann macht man das ja aus Liebe füreinander. Man will sich einen Ort schaffen, der irgendwie schön ist, so als gemeinsamen Ort. Und jetzt hier zu sagen, okay, ich mache mir das jetzt schön für mich, so für mich ganz alleine, habe ich mir die schönste Küche gebaut, die ich mir hätte vorstellen können. Das habe ich für mich gemacht. Und ja, das ist auch eine schöne Erfahrung so, die mich, glaube ich, irgendwie persönlich halt auch ganz gut weiterbringen kann. Und deswegen bin ich halt auch dankbar, diese Erfahrung zu machen. Und ich glaube, das kann mich eigentlich nur stärken. So. Ah ja, meine Schwester hat mir übrigens das geschenkt. Wer sonst? Ich glaube, der Titel des Bildes war sowas wie Schutz oder so. Und das passt ja irgendwie jetzt auch ganz gut hier. So, jetzt kommen wir zum spannenden Teil, dem Nagel in die Wand schlagen. So, hier muss der Nagel hin. Ey, es mag jetzt übertrieben erscheinen, aber meine Ohren sind mir heilig. Und das ist ziemlich laut und bewegt sich keinen Zentimeter hier die Angelegenheit. Jetzt ist der Nagel krumm. Das kann doch gar nicht sein. Ich kann keinen Nagel in die Wand schlagen. Das ist jetzt nicht übertrieben gesagt. Ich nehme jetzt eine Schraube, weil Schrauben kann ich besser. Das hat nicht funktioniert. Schauen wir mal.
Siehst du? 1A. Ich bin sehr gespannt, was die Erde jetzt macht. Ich war jetzt, glaube ich, eine Stunde nicht da. Also ich werde das jetzt so benutzen, weil, ja, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Es fühlt sich ja auch schon irgendwie ein bisschen an wie Erde. Ja, eine Frage, die natürlich sehr oft kam, ist, was ich jetzt damit vorhabe, was meine Pläne sind. Und auch, weil ich ja auch viel mit dem Wohnmobil reise, ob das jetzt irgendwie vorbei ist oder so. Also das mit dem Wohnmobil ist nicht vorbei. Ja, ich habe mir auch bewusst so ein Haus gekauft, eben damit ich mir ja jetzt nichts zu Großes ans Bein binde, was mir jetzt irgendwie Reisen gar nicht mehr möglich macht. Ja, sondern es ist was, wo ich eben im Winter trotzdem noch die Möglichkeit habe, wegzufahren. Eben auch, es bietet sich sogar an. Ich habe ja hier schon ein bisschen jetzt einen Einblick bekommen, was hier Winter bedeutet. Und es bedeutet halt, dass es sehr, sehr kalt ist. Und klar kann man das Haus hochheizen und das ist dann auch warm, aber dann geht der Brunnen nicht und ich musste das Wasser herfahren und so. Also ja, es ist möglich, aber jetzt so den kompletten Winter hier zu sein. Es gibt sicherlich Winter, in denen ich auch mal nicht nach Süden fahren werde. Vielleicht sogar diesen Winter, ich weiß nicht. Vielleicht könnte ich mich vorstellen, den ersten Winter am Tiny House war ich auch am Tiny House und bin nicht mit dem Wohnmobil weggefahren. Weil ich das halt dann spannend fand. Kann auch sein so. Ich will mich jetzt da nicht festlegen. Aber ja, generell ist es schon so gedacht, halt weiterhin auch mit dem Wohnmobil zu reisen. Kapuzinerkresse ist wirklich eins meiner Lieblingssachen zum Anbauen. Es schmeckt so gut. Tada! Das kommt jetzt auf meine Pflanzmatte und dann hoffe ich, dass ich doch noch zu Tomatenpflänzchen komme. Die letzte Frage war, was ich denn jetzt hier so vorhabe. Ich möchte wirklich einen Ort schaffen, der autark funktioniert. Also, dass man wirklich hier ohne Wasser und Strom trotzdem oder gerade deswegen halt unabhängig sein kann, ohne dass es einem an irgendwas fehlt. Ich möchte mich hier kreativ ausprobieren. Eine Werkstatt, wo ich arbeiten kann für meine Ohrringe, aber auch wo ich Sachen fürs Haus bauen kann. Ich möchte jetzt erstmal auch außen das so machen, dass ich mein Leben auch relativ nach außen verlagern kann. Weil ich halt gern innen das komplette Untergeschoss irgendwie neu verputzen möchte und dann den Strom neu legen möchte. Deswegen, da will ich aber noch ein bisschen warten, bis es halt ein bisschen wärmer ist. Deswegen möchte ich es jetzt halt mehr außen irgendwie schön machen, den Garten schön machen. Eine kleine Außenküche vielleicht oder irgendwie einen Außenbereich. Ja, das sind so Sachen, von denen ich so ein bisschen träume, damit ich halt ja eigentlich am liebsten den ganzen Tag hier draußen irgendwie rumhängen kann. Das wäre so das, wie ich mir das vorstelle. Aber eigentlich lasse ich das alles spontan auf mich zukommen. Wenn ich jetzt morgen der Meinung bin, ich muss jetzt das Bad renovieren, dann mache ich halt morgen das Bad. Und wenn ich morgen der Meinung bin, ich baue jetzt ein Hochbeet, dann baue ich halt ein Hochbeet. Also alles, wie es kommt. Und ich freue mich da richtig drauf. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.